Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem weiten Sibirien. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag. Und in diesem Video möchte ich euch über einige Nachrichten berichten, die in letzter Zeit in Russland passiert sind. Russland ist ein sehr großes Land und jeden Tag passieren bei uns irgendwelche Ereignisse. Und in meinen Videos will ich euch nur über Interessante erzählen. Hoffentlich habt ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland. Wenn es wirklich so der Fall ist, bleibt bitte dran. Los geht's! Russland und China. Nach dem Treffen der Staatschefs Russlands und Chinas wurde die Einführung eines probeweisen visafreien Reiseverkehrs für russische Staatsbürger mit regulären Reisepässen bekannt gegeben, für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen. Diese Neuerung gilt ein Jahr bis zum 14. September 2026. China wird unter Berücksichtigung des visafreien Regimes im Jahr 2025 rund 2 Millionen Reisen verzeichnen. Und möglicherweise wird die Zahl bereits 2026 ganz entspannt 2,5 Millionen erreichen. Auch dank des sehr gut ausgebauten Netzes an Transitflügen. In erster Linie wird der Zustrom aus dem fernen Osten Russlands steigen. Das erklärt sich durch die Nähe zu China, durch die Logistik und durch kurze Wochenendprogramme. Für die Bewohner des europäischen Teils Russlands wird China eines der massentauglichsten und zugleich preiswertesten Reiseziele und keine Exotik mehr. Die Nachfrage wird dadurch Jahr für Jahr um 30% steigen. Das ist ein Beispiel dafür, wie das einst massentaugliche und erschwingliche Europa Touristen verliert und Asien die neue Richtung vorgibt. Direktflüge zwischen China und Russland gibt es aus 14 russischen Städten und 20 Städten Chinas. Dazu gehören Flüge von Moskau bis Wladiwostok, Peking, Irkutsk und so weiter. Im April 2025 erreichte das Passagieraufkommen zwischen russischen und chinesischen Städten 1903 Flüge. Das sind 57% mehr als im April des Vorjahres. Außerdem hat die russische Fluggesellschaft Aeroflot seit März 2025 Direktflüge zur Insel Hainan aufgenommen, von Kasan, Ufa und Sankt Petersburg. Damit wurde die Abfluggeografie auf 9 russische Städte erweitert, darunter Moskau, Jekaterinburg, Krasnojarsk, Wladiwostok, Chabarowsk und Nowosibirsk. Und seit August dieses Jahres haben die chinesischen Fluglinien China Southern Airlines zum Beispiel neue Strecken Harbin-Wladiwostok eröffnet. Bei Air China startete am 31. März eine neue Verbindung von Peking nach Wladiwostok. Am 27. April eine weitere von Peking nach Irkutsk. Seit Juli gibt es zudem einen neuen Flug Shanghai-Wladiwostok. Auch Sichuan Airlines plant, die wöchentlichen Flüge Chengdu-Moskau, Chengdu-Sankt Petersburg zu erhöhen und neue Frachtverbindungen aufzunehmen. Das ist zweifellos ein Ausmaß, das schon mit den Flügen in die massentaugliche Türkei vergleichbar ist. Nach der Einführung des visafreien Reiseverkehrs kann China in die Top 3 der wichtigsten Massenziele für Russen aufsteigen. Es könnte sogar die Emiraten überholen. Und schon jetzt hat es Ägypten eingeholt. China ist ein Land der Disziplin und strengen Regeln. Der Service ist dort hoch, aber auf seine eigene Art. Vorschriften, Regeln, strenge Kontrolle. Für russische Touristen, die daran gewöhnt sind, vor Ort etwas auszuhandeln, ist das zweifellos eine Herausforderung. In China gibt es kein gewohntes All-Inclusive. Es gibt keinen Service mit einem Lächeln für Trinkgeld wie in der Türkei. Es gibt ein System. Verboten heißt verboten. Das Land passt sich nicht dem Touristen an. Der Tourist muss sich an die Ordnung gewöhnen. Deshalb werden manche Touristen in der Praxis eine Art Crash-Test chinesischer Disziplin durchlaufen.
aber in der Praxis sind die Russen dazu bereit. Früher hatte der Pressedienst des russischen Tourismusverbandes erklärt, dass das probeweise visafreie Reisen für Russen nach China dieses Land in die Top 5 der beliebtesten Reiseziele für Urlauber bringen könnte. Russische Eisenbahn. In Russland wird es bald möglich sein, per Biometrie in den Zug einzusteigen. Der stellvertretende Leiter der RŽD, Jewgeni Tscharkin, kündigte an, dass diese Möglichkeit offiziell nach dem 1. September verfügbar sein wird. Der eigentliche Start des Systems erfolgt jedoch etwas später. Die Technologie muss zunächst gründlich getestet werden. Tscharkin erklärte, dass die RŽD sicherstellen möchte, dass das System reibungslos funktioniert und keine Risiken für die Fahrgäste birgt. Nach Abschluss aller Testphasen und Klärung aller Fragen wird das Unternehmen mit der Einführung und dem Ausbau der Technologie beginnen. Zuvor hatte er gesagt, dass das biometrische Einsteigen zunächst auf einer Strecke verfügbar sein wird, nachdem die rechtlichen Fragen geklärt sind. Die Regierung hat bereits eine Verordnung genehmigt, die die Nutzung biometrischer Daten beim Einsteigen erlaubt, wenn der Betreiber technisch bereit ist. Krieg mit NATO. Russland hat erklärt, welche Ziele im Falle eines Konflikts mit der NATO als erste ins Visier genommen würden. Nach den Worten des Vorsitzenden des Präsidiums der Organisation, Offiziere Russlands, Sergei Lipovoi, würden Stützpunkte und Kommandozentren der NATO in Finnland als erstes zerstört. Lipovoi betonte, dass Finnland nach dem Beitritt zur NATO seine politische und militärische Eigenständigkeit verloren habe und nun strikt der Linie der Allianz und der EU folge. Da sich auf finnischem Gebiet bereits NATO-Einrichtungen befinden, seien diese nach seinen Worten legitime militärische Ziele für Russland. Er erinnerte außerdem daran, dass Finnland im vergangenen Jahrhundert unter den Einfluss des nationalsozialistischen Deutschlands geraten sei und dass das Land seiner Ansicht nach heute denselben Weg erneut einschlage. Zuvor hatte das finnische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass im nahe der russischen Grenze gelegenen Mikkeli das regionale Kommando der NATO-Landstreitkräfte seine Arbeit aufgenommen hat. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, die Nachrichten waren euch interessant. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.